Wir haben Deutschland verlassen und sind hier gelandet. Wir wohnen in Nishinari, einem besonderen Viertel in Osaka, das die meisten Touristen gar nicht erst besuchen. Nishinari ist bekannt für alte Häuser, günstige Unterkünfte und eine Seite von Osaka, die man auf Social Media eher nicht sieht. Bevor wir euch die Wohnung zeigen, müsst ihr erstmal verstehen, wo wir eigentlich wohnen. Das hier ist keiner dieser supermodernen Gegenden, die man sonst in den Japan-Videos sieht. Teilweise fühlt es sich so an, als hätte jemand 1987 auf Pause gedrückt. Naja, fast jedenfalls. Unsere Haustür liegt direkt an einer alten japanischen Einkaufsstraße, einer sogenannten Shotengai. Nishinari hat eine lange Geschichte als Arbeiter- und Tagelöhneviertel. Das Spannende ist, es fühlt sich komplett anders an als das Japan, das viele aus Namba, Dotonbori oder Instagram kennen. Und mitten in dieser Einkaufsstraße befindet sich unser Haus. Und genau hier wohnen wir. Willkommen zu Hause. Japan ist so fortschrittlich. Unser Eingangsbereich leider nicht. Und direkt hier kommt der erste Unterschied zu vielen deutschen Wohnungen. Der Bereich hier unten ist der Genkan. Straßenschuhe bleiben hier. Und erst ab dieser Stufe beginnt quasi die eigentliche Wohnung. Die Wohnung hat insgesamt 42 Quadratmeter und ist eine LDK. Das L steht für Living, das D für Dining und das K für Kitchen. Und die 1 bedeutet, dass wir zusätzlich ein separates Schlafzimmer haben. In unserer ersten Wohnung war das ein bisschen einfacher. Und falls euch Quadratmeter zu verständlich sind, in Japan werden Räume teilweise auch noch in Tatami-Matten angegeben, weil das natürlich einfacher ist. Wir zahlen für diese Wohnung ungefähr 700 € im Monat. Immerhin, das sind 300 € weniger als bei uns. Wenn man hier reinkommt, landet man zuerst im Esszimmer und in der Küche. Und das ist nur der erste richtige Raum. Wenn man an Wohnungen in Japan denkt, denkt man wahrscheinlich nicht unbedingt an das hier. Vor allem nicht, wenn man unsere erste Wohnung gesehen hat. Unsere jetzige Wohnung ist für japanische Verhältnisse ziemlich großzügig. Und hier ist ein Raum, auf den wir uns besonders gefreut haben mit dieser neuen Wohnung. Mit Tür. Ein separates Schlafzimmer, vollgestopft mit Betten, so wie man das aus japanischen Airbnb-Inseraten kennt. Jetzt kommen wir zu einem Bereich, bei dem Japan gesagt hat, Deutschland, wir machen das anders. Das japanische Washlet. Mehr Knöpfe als unser Fernseher. Bei einigen wissen wir nicht mal, was sie machen. Wir haben sie einfach so gelassen, wie sie waren. Und wenn man hier spült, läuft über die Toilette auch direkt ein zweites Waschbecken. Für den Fall, wenn das erste besetzt ist. Und was wir mittlerweile lieben, ist dieser typisch japanische Nassraum, bei dem man duschen kann und es komplett egal ist, dass alles nass wird. In der japanischen Badekultur ist es anscheinend so, dass man sich außerhalb der Wanne duscht, um dann sauber in die Wanne einzusteigen. In unserer ersten Wohnung in Japan hatte das Bad eine Trockenfunktion für Wäsche. Japanische Waschmaschinen können anscheinend nur Kaltwäsche. Und dafür gibt es sogar spezielles Waschmittel. Unsere Küche sieht ziemlich unspektakulär aus. Und eine Sache fehlt, die in Deutschland ziemlich normal ist. Ein Backofen. Und dann wäre da noch eines der anspruchsvollsten japanischen Hobbys. Müll wegwerfen. Burnable, Plastic, Cans, Bottles? Was zur Hölle meinen die? Recyclable kann auch Plastik sein und Plastik kann recyclable sein. Das ist sehr verwirrend. Als wir nach Japan gekommen sind, wussten wir ehrlich gesagt noch gar nicht, wo wir wohnen wollen. Und auch nicht, wie lange wir überhaupt in Osaka bleiben. Deshalb haben wir unsere erste Wohnung über Airbnb gebucht. Und dabei ist uns ziemlich schnell aufgefallen, dass es in Osaka unglaublich viele Wohnungen zur Auswahl gibt. Unsere einzigen beiden Kriterien waren, wir wollen die gesamte Unterkunft für uns und sie darf nicht mehr als 700 € im Monat kosten. Da ist uns Osaka aufgefallen. Hier gibt es ziemlich viel Angebot. Trotzdem wollten wir uns auch nochmal andere Großstädte anschauen. In Fukuoka gab es nichts. Dann dachten wir uns, weil wir die erste Woche in Yokohama waren, vielleicht dort. Aber auch nichts. Und dann Tokio, aber Pustekuchen.
Dann wird es wohl Osaka und dort fiel uns nicht Hinari auf. Teilweise bekommt man hier deutlich größere Apartments für viel weniger Geld als im Rest von Japan. Osaka liegt außerdem mitten auf der klassischen Japan-Route vieler Reisender. Tokio, Kyoto, Osaka. Es gibt also viel touristische Nachfrage und entsprechend auch sehr viele Unterkünfte. Einer der größten Vorteile unserer Wohnung ist, dass wir zum Essen eigentlich nicht planen müssen. Wie lange brauchen wir denn bis zum nächsten Restaurant? Stoppen wir die Zeit. Dazu. Anders als in Namba oder den großen Einkaufsvierteln haben hier Geschäfte keine super regelmäßigen Öffnungszeiten. Manche machen nur ein paar Tage die Woche auf. Manche machen auf, wenn sie aufmachen. Wir haben aufgehört, Fragen zu stellen. Wir haben gerade unser Essen geliefert bekommen. Das ist Katsudon. Das ist ein extrem typisch japanisches Gericht. Das ist frittiertes Fleisch, dazu ein Ei oben drauf geschlagen. Das ist sogar noch teilweise roh und darunter ein Reis. Das ist so lecker. Tempura und Soba-Nudeln. Okay, dann gehen wir halt einkaufen. Und da sind wir schon. Hier erledigt man seine Käufe mit dem Fahrrad. Auf unserer Straße gibt es viele vietnamesische Cafés, Restaurants und Supermärkte. Dadurch fühlt sich die Straße nochmal komplett anders an als viele andere japanische Einkaufsstraßen. Wir können hier japanisch essen, vietnamesisch, nochmal vietnamesisch und vietnamesisch. Was wir besonders spannend finden, bei einigen dieser Läden ist das Geschäft wirklich Teil des Zuhauses. Die Wohnung, unten das Geschäft. Das Praktische an den Fahrrädern ist, man erkennt anhand der Fahrräder, wie viele Leute in einem Café oder Restaurant sind. So wie hier zum Beispiel. Was ist besser als erwartet? Das Bad ist größer und moderner als das davor. Es hat so einen richtigen Onsen-Vibe. Was noch cool ist, sind die vietnamesischen Cafés und Restaurants überall, bei denen man sich einfach einen Kaffee auf die Hand mitnimmt. Als wir angekommen sind, hatten wir einen richtig teuren Adapter mitgebracht. Aber dann haben wir festgestellt, dass es hier nur diese 2-Kopf-Steckdosen gab überall. Aber mit dieser Wohnung das erste Mal auch diesen 3-Kopf-Pin mit dieser Erdung. Das heißt, wir können ihn endlich nutzen. Und es ist so cool, wieder einen großen Arbeitstisch und Esstisch zu haben. Man fühlt sich wie ein normaler Mensch. Was mir hier in Hinari besonders aufgefallen ist, die Japaner reden mit einem einfach nur auf Japanisch. Und die akzeptieren das und freuen sich sogar sehr darüber, wenn man auch mit gebrochenen Japanisch mit ihnen redet. So haben wir besonders viele neue Wörter gelernt. Einfach voll getextet von einer japanischen Omi. Also als sie uns erzählt hat, hatten wir nichts verstanden, aber später ist es dann aufgefallen, was für Wörter sie eigentlich verwendet hat. Haben sie nachgeschlagen und dann haben wir den Kontext verstanden. Was magst du hier überhaupt gar nicht? Die ersten 2 Wochen hatte ich voll die Probleme mit den Sirenen der Polizeiwagen. Das klingt einfach wie der Katastrophenalarm in Deutschland und das hat mich die ersten 2 Wochen wirklich wach gehalten. Es gibt keinen richtigen Kleiderschrank. Vor allem habe ich jetzt mehr Kleidung gekauft. Hier in dem Viertel, dazu kommt noch ein Video. Und ich habe keine Möglichkeit, sie irgendwo hinzupacken. Die Einkaufsstraße ist manchmal überflutet von Fahrrädern. Vor allem bei 40 Grad fahren alle in der überdachten Straße statt auf der Parallelstraße. Und es entsteht manchmal ein Riesenchaos, vor allem vor den Supermärkten. Aber man gewöhnt sich dran. Je länger wir hier wohnen, desto mehr merken wir, wie sehr wir diese Gegend eigentlich mögen. Hier sind überall Katzen und irgendwie kümmert sich immer jemand um sie. Gleichzeitig kommen wir von hier super schnell überall hin. Und obwohl wir mitten in Osaka wohnen, fühlt sich das Leben hier erstaunlich langsam an. Es hat dieses Slow-Life-Gefühl, mitten in einer Millionenstadt. Ehrlich gesagt ist es wahrscheinlich unsere liebste Nachbarschaft, in der wir bisher gewohnt haben. Sie ist ein bisschen chaotisch, ein bisschen retro, aber gleichzeitig unglaublich süß. Manchmal erinnert uns das hier sogar ein bisschen an diese Jeju-Serien. Nicht, weil es hier aussieht wie Jeju. Offensichtlich.
sondern weil man das Gefühl hat, dass sich hier jeder kennt. Und wenn man dieselbe Straße jeden Tag hoch und runter läuft, passiert irgendwann etwas ziemlich Schönes. Leute haben angefangen, uns zu grüßen, uns anzusprechen. Und irgendwann fühlt man sich nicht mehr ganz so sehr wie jemand, der hier nur zu Besuch ist. Wenn man Nichinari nur im Internet sucht, bekommt man ziemlich schnell ein bestimmtes Bild von diesem Viertel. Aber nachdem wir hier tatsächlich gelebt haben, ist das wahrscheinlich das Letzte, woran wir denken. Und genau deshalb wollten wir eigentlich gar nicht weit weg. Sind wir auch nicht. Wir sind immer noch in Nichinari. Nur diesmal ein bisschen weiter oben, aber das zeigen wir euch im nächsten Video.